Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Max Payne 3. Ja, das letzte Mal ist Rodrigo Branco abgenippelt, ja. Und der Typ hier auch. Schön, wenn wir sie nochmal angucken können. Ja, und in dessen ist hier die ganze Bude in den Luft geballert, weil da eine Bombe rumlag. Und wir dürfen uns jetzt unseren Weg hier durch, ja, anscheinend auch hier durchkämpfen. Hallo? Was zum... Okay, Max hat keinen Ballet-Sprung, keinen Shoot-Dodge gemacht. Das ist schon mal Herz allerliebst. Bam! Was ich wieder machen hier. Zack. Ganz easy. Das gefällt mir jetzt aber nicht. Kann ich keinen Shoot-Dodge gerade machen? Kann ich tatsächlich nicht. Ich kann gerade keinen Shoot-Dodge machen. Das ist ja gemein. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Kann ich wirklich keinen Shoot-Dodge machen? Da war ich gerade einfach nur zu dumm. Ne, kann ich nicht. Kann ich einfach nicht. Oha. Rodrigo or not, Fabrica's Branco is falling apart quite literally. Mhm. So kann man so sagen. Okay. Okay. Geht dann. Oh! Ah! Und der Kollege erschießt mich auch noch. Das ist ja wohl ein Witz. Mami, zack. Oh, das ist aber... Manners, I done him a favor. Ja, kann ich wirklich sagen, ne, dass das hier eine Lösung für ihn war. Sieht nicht gerade unbrutal aus. Aber das ist ja nun mal so bei dem Spiel. Like a room where Rodrigo closed multi-million-dollar deals. It looked like a fiery hellhole. Sache nicht, Max. Könnte daran liegen, dass hier eine Bombe hochgegangen ist. Ja, geil. Ich habe das Gefühl, dass die Balletime hier extrem kurz ist. Und gar nicht so die Zeit hat, sie richtig anzuvisieren. Naja. Vielleicht kommt es auch nur so vor. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein Noob. Ja. Kann ich nicht einfach hier rausballern und rausgehen? Das ist total dämlich. Achso. Mann. Meine Güte. Haben sie sogar Button-Mashing zu Tage oder was? Move. Ja, ich bin dabei. Uah. Kommt doch bestimmt wieder gleich ein Kollege. Ein Kollege. So much for a lazy Sunday afternoon. My next trick would be a high wire act with a fiery pit for a safety net. It was nice that no one was shooting at me for a change, but I'd take shot in the head over a slow roast on a spit any day of the goddamn week. Irgendwie ist manchmal schon ein bisschen schade, wie viel auch in dem Spiel gescriptet ist und man ja fast gar nicht selber macht. Aber gut. So ein Spiel muss auch mal sein, ne? Wenn man so ein Spiel will, dann ist Max Payne 3 auf jeden Fall eine erste Wahl. Weil die Story super ist. Someone up ahead was hurt pretty bad. If he didn't die before I got to him, I might get some answers. Aber den anderen schießt du, ne? Oh! Why? Der hat kein Bein mehr. Why Rodrigo Branco? Why? What? Why did you come to kill Rodrigo Branco? Came to kill you. Because of what you did to us. You killed so many of us. What reason did this poor bastard have to lie? He would be dead from shock or loss of blood in half an hour, even if I didn't leave him there to burn. Where's Fabiana? What? Fabiana Branco, where is she? La Comando Sombra got her. Up the hill. Then it was up the hill for me, I guess, where the gang held sway.
I had to try to figure out who was using these angry paramilitary clowns as some kind of front to kill Rodrigo. I was a mess. Rodrigo Branco was dead. Fabiana was held hostage. I had no idea who was behind any of this. I felt like a fool. I was a sweaty, gray-haired mess. This place was gonna kill me too. I could see that now. I decided that I was gonna die sober, not drunk. At least then I would see who shot me. It was time to take back control from whoever was out to get me. And if I didn't flush them out, at least my midlife crisis would confuse them enough so they did something stupid. It was the only hope I had. I knew I wasn't thinking straight. I'd been drinking and popping painkillers for years. I had a liver like a French goose and skin like red leather. Well, it wasn't perfect. In fact, it wasn't much good at all, but it was gonna have to do. At least I was facing in the right direction. Tá ligando, hein? Alô? Hello, Victor. Max? Max, you're alive? Of course I'm alive. We did not know this. We are lost, Max. Our brother was everything to us. I understand. Listen, I'm sorry about your loss. Both of you. Rodrigo was a good man. I failed him. But I was tricked. What happened, Max? I don't know. Some guys from the Crush of Prado came into the building downstairs, so while me and the security guard were dealing with them, an assassin must have come in and executed your brother. At least that's how I think it happened. No, you killed him, Porra. You killed my brother. What are you talking about? I understand you're upset, but please, why the hell would I do that? To get his money, to take his money. How am I getting his money, Marcelo? Please, think. I worked my ass off for your family. I saved your life twice, or more. Right now I'm going to get Fabiana. Where is she? Where is Fabiana, eh? She's in a place called Nova Esperanza. How do you know this, Max? One of the Crotch of Prado told me just before he died. Please, bring our sister-in-law back to us, Max. Our family is being torn apart. Also, ne? Dieses... So I guess I was finally about to go and experience the other side of Sao Paulo firsthand. The bit people try to ignore. The unpleasant memory they try to obliterate with cocktails and helicopters and parties and lines of blow, like rich fools the world over. I was a day off the sauce for the first time in years and knew I was due a hangover sent direct from Mother Nature. Parece crack, crack, mas é só insegurança. Fui nessa capeste, os bico cansa. Expressa, é claro, cansa. Whisky, neon, pouca luz, ela dança. Aí, tô eu e meus demônios como sempre. Os de sempre, cigarro, uma das lentes. Sem fé, tudo que fala mente. Fundo do poço, osso, dono da docente. Amor, busquei tipo samba. I had no idea where the hell I was gonna go, so I decided to head straight for the street party that seemed to be raging. Either that or some other fool had gotten there before me and now was being ritually sacrificed. I've had better ideas, but then I've also had worse ones, like accepting this job in the first place.
aí, gringo? Get lost, kid. Eu me amarro nos States. Você precisa de ajuda, senhor? Speak English? Aham, falo sim, sem problema. I need to know if you ever seen this girl, Fabiana. Come here for a second. Look at her. I know lots of girls. Sexy. Come on, come on. This way. Where are you going? Wait a minute. Down there? É isso. Jesus. This way, come on. At least I had found myself a tour guide. So, Leute, ich weiß jetzt gerade nicht, ich mach mal kurz Menü an, ich weiß nicht, ob ihr es gerade mitgekriegt habt, mal gucken, wie ich das hinschneide. Bei mir ist das Spiel gerade abgestürzt, beziehungsweise, ja, gab gerade einen mega lustigen Bug, das heißt, die Cutscene wurde nicht richtig getriggert. Und das alles ist, glaube ich, DX-Story schuld, ja. Ich bin halt richtig unzufrieden mit DX-Story. In letzter Zeit macht dieses Programm nur noch Probleme, ja. Andauernd irgendwelche, oh Mami, ich leck rum. Also das eigentliche Spiel läuft dann noch flüssig, aber die Aufnahme läuft dann in ein paar Frames nur. Ich verstehe auch nicht, warum, ja. Ich habe einen wirklich guten Prozessor, ja. Es passiert auch liegt auch nicht an meiner Grafikkarte, es passiert nämlich auch bei älteren Spielen. Und ich habe auch noch genug Platz auf der Festplatte. Ich weiß wirklich nicht mehr, woran es liegt. Und das macht mich wieder richtig aggressiv. Ich habe jetzt mal spontan zu Fraps gewechselt und jetzt läuft alles perfekt. Jetzt funktioniert alles wieder super, ja. Das macht mich wieder richtig zornig. Das geht mir richtig auf die Eier. Aber was ich wieder sagen, ich hasse einfach technische Probleme. Ich muss mich damit echt... Alter, ich muss es mal kurz loswerden, ne? Ich hasse das. Ich hab ja wirklich wenig technische Probleme, ne? Aber wenn welche passieren, dann lassen die sich einfach nicht erklären. Die geben einfach keinen Sinn. Ja, dann leckt das Spiel bei mir derbe rum. Warum? Ich habe einen guten Prozessor, ich habe eine gute Grafikkarte und ich habe genug Platz auf der Festplatte. Sobald ich Fraps ausmache, und kann mir nicht sagen, dass jetzt hier auf einem Programm so ressourcenfressen sind, ja. Mache ich das aus und alles läuft wieder flüssig. Und jetzt leckt das Spiel schon wieder rum. Seht ihr das? Das Gute ist, dass ich bei Fraps das wenigstens sehe. Ja. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht gerade. Das ist einfach... Okay, bei Max Payne... Das ist ja auch bei Left 4 Dead jetzt so gewesen. Das geht mir richtig auf die Eier. Das ergibt einfach keinen Sinn. Das ergibt einfach keinen Sinn. Warum leckt dieses Spiel denn rum? Bei Fraps merke ich das wenigstens, ja. Weil das Spiel für mich dann auch irgendwie abkackt. Deswegen werde ich jetzt mal für Max Payne weiterhin Fraps, glaube ich, wieder benutzen. Ist ein Rockstar-Spiel, GTA 5 gegen DX-Story ja auch nicht, deswegen, boah, halt deine Fresse, Max, Alter, ich laber jetzt darüber, ist mir scheißegal, ja, ganz ehrlich. Halt doch jetzt deine Fresse, meine Fresse. Jedenfalls merke ich das dann, ich hoffe nicht, dass es dann irgendwie zu dummen Abstürzen kommt. Ja, halt dein Maul, du behindertes scheiß Kackspastenkind, ey. Was ich sagen wollte, ja, da hat jetzt Max den Heisenberg gemacht, ja, und hat jetzt die Haare kurz geschnitten. Und ich bin gespannt, weil wir jetzt in einen lustigen Club kommen. Und gucken, ob das jetzt schon der Fall ist. Eigentlich dürfte jetzt auch die X-Story Fraps nicht groß anders aussehen, die Datei. Nicht, dass irgendwie plötzlich so, Mami, ganz andere Farben und so. Negativ Teil ist, ich habe jetzt nur 30 Frames. I had stumbled into some kind of street party. This was the kind of reality Americans paid top dollar to see. Slums had become tourist attractions, places where yuppies could gawk at the endless spirit of the poor from the inside of their bulletproof buses. I stood out in this place like a streetwalker in a monastery. Continua andando, caralho! Que porra é essa que você tá fazendo aqui? Como que você sai entrando aqui assim? Anda, vai pra lá! What do you need, guys? What do you O que need? você tá fazendo aqui? Eu tô te perguntando! Eu te chamei aqui, porra! Easy, pal, easy. Ah, então, você é americano de merda! Look, I didn't mean any offense. Me dá só uma razão pra eu não te matar, seu americano burro! Desculpa, amigo, por favor. Passa tudo que você tem, viado! Pega o dinheiro dele! Ah, relojão, hein? Passa aqui. Anda logo.
Tá logo! Filho da puta! Valeu, mano. Bem-vindo à favela Nova Esperança. Agora não, fora daqui! All things considered, I was gonna have to look on this as a good outcome. I was deep in gang territory. These kids were raised hating clowns like me. Middle-income ass-kickers who protected the rich by shooting kids like them. Okay, Leute, tut mir wahnsinnig leid. Mein PC will heute nicht. Tut mir leid. Mega. Ja, irgendwann hatten wir eine mega... Halt dein Maul! Ich kann ihn nicht mehr hören gerade. Meine Fresse. Ja, keine Ahnung. Sound war gerade verschoben. Pff. Ja, Fabs ist wieder in der Mitte abgeschmiert. Leute, das liegt jetzt scheinbar doch nicht an DX-Story. Das liegt... Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht liegt es an Max Payne, dass es irgendwie zu behindert ist, dieses Spiel. Rockstar Games haben ja allgemein die Angewohnheit, auf dem PC oft nicht richtig zu funktionieren. Oh, Mann. Ich verstehe es einfach nicht. Wenn ich es verstehen würde, ja. Also, sobald ich Fraps aus habe, läuft alles perfekt. Da geht alles ohne Probleme, ja. Aber sobald ich irgendein Aufnahmeprogramm anhab, schmiert es manchmal einfach ab und manchmal halt überhaupt nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Das macht mich gerade so unglaublich zornig. Das glaubt ihr gar nicht. Merk grad? Nee, doch nicht. Ich hab da am Fenster aufgelassen. Egal. Folge ist jetzt kürzer. Es tut mir wahnsinnig leid, aber das Spiel will heute einfach nicht. Keine Ahnung warum. Okay, ich gebe auch zu, meinen PC ist jetzt schon seit längerem an. Ja, seit über 24 Stunden. Vielleicht ist mein PC einfach überhitzt gerade. Ich habe keine Ahnung. Naja, ich hoffe trotzdem, euch hat's gefallen. Ja, jetzt haben wir eine Glatze. Cool. Wir versuchen uns in der nächsten Folge nochmal hier weiter durch die Slums zu kämpfen. Und ja. Ich werde mal sehen, wie ich den Part hier hinschneide. Hoffentlich ohne, dass irgendwie große Teile der Cutscenes fehlen. Wenn ja, tut es mir wirklich leid. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.